Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des Figurensets Allied Assault Monte Cassino 1944 von Dragon im Maßstab 1:35. Also wir sehen hier einen Europäer, aber auch Nepalesen und Inder. Das ist recht interessant und auch recht charakteristisch für die Truppen des Commonwealth im Zweiten Weltkrieg. Auf der Rückseite der Packung findet man dann die Bauanleitung. Normalerweise ist es bei Figuren nicht so relevant, es ist mehr oder weniger selbsterklärend, wie man die zusammenbaut. Hier ist es aber interessant, weil wir bei jeder Figur diverse Optionen haben, vor allem eben die verschiedenen Köpfe. Wir können hier in dem Set tatsächlich jeden Soldaten unterschiedlich ausstatten, nämlich einmal als Europäer, als Inder oder als Nepalesen. Und das finde ich, macht dieses Set sehr interessant und flexibel. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen zur Bauanleitung. Die ist sehr übersichtlich und unkompliziert, also das sollte ganz gut gehen. In der Schachtel dann findet man 3 Gießäste, 2 kleine für die Waffen und einen großen Gießast für die Figuren an sich. Die Gießäste sind alle einzeln eingetütet, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sicher ist sicher. Also irgendwelche Beschädigungen sollten da nicht auftreten beim Transport. Schauen wir uns jetzt alles im Detail an. An dem Gießast ist es so, dass jede Sektion hier für eine Figur steht. Deswegen ist es mit dem Bauplan auch nicht so wichtig. Außer eben dafür, dass man versteht, was für Optionen da alles vorhanden sind. Dass man da nichts übersieht. Hier haben wir die erste Figur. Hier auch gleich mit den optionalen Köpfen. Die Gesichter sehen ganz nett aus. Sind allerdings ein bisschen ausdruckslos. Wen stört, der muss halt irgendwelche Hornet-Köpfe draufpacken. Faltenwurf sehr realistisch. Das sollte sich auch sehr schön bemalen lassen. Die Teile sind ein bisschen gratig hier und da, aber das habe ich auch schon deutlich schlimmer gesehen. Da reicht ein bisschen feineres Schleifpapier und dann fliegt der Grat auch schon davon. Schön ist auch hier die Option für den Helm. Da haben wir ja einen sogar mit diesem Netzüberzug. So ein Helm ist bei allen Figuren vorhanden. Der nächste Kollege hier sieht auch ganz schön aus. Hier sehen wir mal so einen Kukri-Dolch aus der Nähe. Taschen machen auch einen ganz guten Eindruck. Hier haben wir dann die indischen Sikh-Krieger, die ihrem recht interessanten Turban. Ist auch mal was anderes, sieht man relativ selten. Ich glaube, mittlerweile gibt es von ICM auch solche Sikh-Krieger, aber so häufig ist es trotzdem nicht. Die Teile haben relativ wenig Angusspunkte, das macht das Versäubern ein bisschen einfacher. Wie gesagt, ein bisschen Grat hier und da, aber das ist wirklich marginal und nicht weiter schlimm. Hier sehen wir auch mal so ein englisches Bajonett. Das sind richtige Schwerter. Ich habe eins zu Hause, aus dem Ersten Weltkrieg zwar, aber das hat sich nicht weiter geändert. Ja, macht einen ganz guten Eindruck. Die Befestigungspunkte für die Helme sind nicht so elegant, da muss man ein bisschen aufpassen beim Auslösen, aber das sollte schon irgendwie zu machen sein. Scharfes Messer und dann passt es auch schon. Kommen wir nun zu den 2 kleinen Gießästen mit den Waffen. Hier haben wir diverse Enfield-Gewehre mit den Bajonetten und hier noch mehr Enfield-Gewehre, eine Sten-Maschinenpistole und ein leichtes Maschinengewehr vom Typ Bren. Hier auch mit einer Option fürs Zweibein. Einmal gefaltet und einmal ausgeklappt. Sehen ganz nett aus, die Waffen. Bisschen Versäuberungsarbeit ist notwendig. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Alles in allem ist es ein sehr schönes Figurenset, was auch, wie ich finde, etwas besser detailliert ist im Vergleich zu den älteren und in Anführungszeichen mal normalen Dragon-Figuren, die wir so kennen. Also das kommt schon sehr nah ran an
ja, das berühmte Gen 2 Label von Dragon, ohne eben, dass der Zusammenbau so komplex ist. Besonders schön finde ich bei den Figuren, dass man da verschiedene Nationalitäten innerhalb der Armee des Commonwealths darstellen kann. Eben die Engländer, die Nepalesen und Inder. Das ist sehr ungewöhnlich und ich finde gut, dass man da auch die Option dafür hat und man dann eben gegebenenfalls alles anpassen kann. Auch von der Ausrüstung her, dass eben auch der Dolch dann entsprechend dabei ist und so weiter. Also das ist sehr gut gemacht und für uns Modellbauer wirklich vielseitig einsetzbar. Es muss auch nicht unbedingt ein Diorama zum Thema Monte Cassino sein. Man kann die Figuren problemlos auch hernehmen für eine Szene in der Normandie. Da muss man bloß aufpassen, dass man halt nicht die Inder und die Nepalesen hernimmt, weil soweit ich weiß, waren die in der Normandie nicht unterwegs. Je nachdem, wo man schaut, kosten die Figuren so zwischen 12 und 15 Euro. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde versuchen, die Figuren vielleicht irgendwie über eBay oder auf dem Flohmarkt oder so zu erwerben. Sind auf jeden Fall tolle Figuren, sind auch ihr Geld wert. Ob es jetzt 15 Euro sein müssen, weiß ich nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Soviel zu den Figuren. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.